So, grüß Gott und willkommen zum weiteren Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal einen Ölwechsel beim 280 SL mit dem M110 Motor. Und was wir da genau machen, in welcher Reihenfolge, das klären wir nach dem Intro. Als erstes machen wir oben den Deckel auf hier vom Motor, wo man normalerweise unser Öl immer nachfüllt, und dann lösen wir unten an der Ölwanne die Ablassschraube. So, jetzt haben wir hier der alte Ölfilter draußen, hier das ganze Drumherum, wo der Ölfilter drin war. Jetzt machen wir den noch sauber, wir blasen ihn noch vernünftig aus mit Druckluft, dass das alles hier drin wieder sauber ist. Und hier haben wir den neuen jetzt da liegen mit den neuen Dichtungen, das tauschen wir auch alles aus, damit das Ganze danach auch wieder vernünftig dicht ist. Gell? So machen wir das.
So, den Ölwechsel haben wir jetzt hier beim 280 durchgeführt. Gleichzeitig haben wir den Luftfilter auch noch gewechselt. Wenn ihr den Luftfilter wechselt, reinigt auch noch den Kasten vom Luftfilter, blasst ihn entweder wie in unserem Fall mit Druckluft aus oder mit einem kleinen Staubsaugeraufsatz, saugt er diesen ganzen Zylinder mal geschwind aus, da ist allen Handeldreck noch drin. Achtet aber dabei, dass dieser Ansaugstutze nicht nur irgendwie Dreck abbekommt, entweder haltet das mit der Hand zu oder steckt ein kleines Tuch rein, dass da keine Verunreinigungen reinkommen. So, beim Ölwechsel an sich, wenn ihr neues Öl einfüllt, achtet darauf, dass ihr nur Öle benutzt, die Mercedes auch frei gibt. Das Datenblatt zur Freigabe mit den Produkten und den Hersteller drauf findet ihr unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Bei der Entsorgung vom Altöl bitte beachtet auch die Entsorgungsbestimmungen. Altöl ist Problemmüll bzw. Sondermüll und wird auch dementsprechend entsorgt nach der geltenden Richtlinie, also nicht in der Hausmüll, nicht in der Kanal irgendwie daheim reinschütten, sondern ordnungsgemäß entsorgen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne den Kanal und dann würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.